Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge WTF. Ich habe schon 3-mal versucht, das Video zu starten und ich habe immer so einen blöden Sprachfehler dabei. Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Servus, endlich. Geil. Wir sind hier auf Server 7 in Deutschland. Da habe ich vor geraumer Zeit mal eine Umfrage erstellt, ob ihr diese Videos von Server 7 auf Deutsch oder auf Englisch sehen wollt. 18% haben Englisch gewotet, der Rest Deutsch. Ich habe gesagt, wenn es knapp 30% oder mehr sind, würde ich es auf Englisch machen. Bei 18% würde ich es dann dementsprechend auf Deutsch machen, deshalb ist das Video auch auf Deutsch. Und natürlich ist es untertitelt. Ja, also für die Nicht-Deutschen, es ist von Google untertitelt. Grob sollte das passen. Wenn ich etwas langsamer und deutlicher rede, ist die Übersetzung auch entsprechend besser. Ich versuche darauf zu achten. Aber vor allen Dingen, es gibt zwei Sachen. Erstens, Dorsa hat ein fettes Giveaway rausgebracht, Donnerstag. Das ist geil. Für die Community ist das super geil. Finde ich geil. Also danke an Dorsa. Tatsächlich habe ich auch vor, ein Giveaway zu bringen. Ich habe es sogar schon mal angekündigt, unter der Blume. Das wird dann jetzt über Ostern auch bei mir passieren. Ich kann euch zwar nicht so viele Pilze anbieten, aber es werden auch ein paar Pilze von mir verlost werden. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn ihr tatkräftig dann bei mir mitmacht. Hier werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, was ist der Plan zu Server 7. Also im Prinzip geht es nämlich um Folgendes. Ich werde jetzt die Gilde wechseln dürfen. Das freut mich richtig sehr, dass ich hier, bevor ich überhaupt eine Alu gespielt habe, die Gilde wechsle. Das ist mir noch nie passiert. Na? Gildenhopper ist real. Nein, wir waren bei Hello Waiting und sind jetzt bei den Hello Waiters. Das ist die Hauptgilde. Alle werden jetzt rüber joinen. Und im Prinzip geht es halt hier darum, dachte, ich sehe hier schon was, aber ja. Ne, wir haben quasi einen Spieler hier noch drin. Ich weiß gar nicht, der wird sicherlich lieben. Der ist aber dafür da, dass, glaube ich, die Guild, ich weiß es gar nicht. Zumindest wurde hier schon gespielt. Hier wurden Raids gemacht. Wir haben ja auch Goldbonus 95% already. Viele haben noch nicht ausgebaut. Ich werde jetzt auch ausbauen. Wir werden auf warte mal, auf was wollten sie gehen? Nicht auf 5,5, sondern ich gucke mir das nochmal schnell auf die Schnelle an. Ja. Ah ja, okay, weil ich es auf Englisch habe, aber eigentlich ist es Quatsch von mir gewesen. Wir gehen auch auf 4,6, ja. Und ich glaube, dass hier auch schon, ja, Dämonenportal, deshalb sehe ich es nicht, weil ich noch nicht Level 99 bin. Dämonenportal wurde hier schon was gemacht. Also wir werden hier starten mit einigen Bonus und das ist halt sehr, sehr geil. Ja, da kann man einfach viel besser losstarten. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der versuchen will, auch ganz schnell auf Level 300 und plus zu kommen. Das wird jetzt nicht so relevant sein für mich. Aber ich möchte versuchen, auf jeden Fall in den ersten 3 Tagen dann, also zu Ostern, beziehungsweise bis zum Ostermontag Level 50 zu sein. Und warum? Natürlich, damit ich hier dann noch meinen Hunrizzle Easter Code eingeben kann, mein Creator Code. Ist ja ganz wichtig. Ich hoffe, dass das alle Leute hier in der Gilde bei S7 auch machen, dass sie meinen Code nehmen, wäre natürlich mega geil. Ich kann es nicht, ja, ich sag mal so, ich kann es jetzt nicht erzwingen oder ich kann es auch nicht davon ausgehen. Aber jeder, der da Level 50 schafft während des Events und meinen Code eingibt, ist natürlich da auch, ja, von mir sehr geherzt, aber immerhin ist auch Mozone hier dabei und Derafim. Die haben natürlich auch einen eigenen Code. Von daher ist das natürlich auch denkbar, dass da einer dieser Codes genutzt wird. Ja, mega viele bekannte Spieler von früher dabei. Dreamscape natürlich. Hier, Well Nightstar, genau, da ist er auch. Habe ich gerade gesucht, aber dadurch, dass die Gilde gewechselt wurde. Also viele Leute von früher, aber auch viele von heute. Xio ist hier mit dabei, der Tiffet ist mit dabei. Dann natürlich auch viele bekannte Namen in der derzeitigen SF-Game-Szene.
ja, fast alle Namen sind irgendwo bekannt, die wir hier drin haben. Ne? Conan 96, Grebo Fear of God, auch die Schreibweise sehr, sehr bekannt. Dann haben wir hier noch den Gildenhopper, der ist immer dabei. Ein Buch hier ist auch sehr bekannt für mich und Universe dabei. Halogen ist, glaube ich, mit dabei. Also, das ist echt krass. Also, Leute, wo man weiß, dass die gut spielen und auch viel spielen können, das macht mir wirklich möglich, mich reinzuführen in dieses Projekt, vor allen Dingen, weil es kein neuer Server ist. Das heißt, man hat nicht so den Druck. Der einzige Bestandteil dieses Projekts ist einfach, dass man seine 320 Alu ausdauernd spielt. Das wird für mich schon schwer genug sein, aber dadurch, dass ich ein paar Pilze auch so mal ausgebe, werden wir also auch gut dastehen. Aber ob ich jetzt nach einem Monat Level 220, 250 oder 300 bin, das werde ich ein bisschen davon abhängig machen. Erstens, wie das so läuft. Zweitens natürlich auch Costa Quanta. Ist klar, dass ich jetzt hier nicht so viele extra Pilze investieren werde. Also über die 320 Alu hinaus, aber zum Start werde ich natürlich schon ein bisschen was machen. Ne? Und der nächste Elevator, also der erste Elevator für uns dann, der, naja, also ich schätze persönlich jetzt, dass er vor dem Geburtstagsdungeon sein wird oder dem Geburtstagsevent. Der letzte Elevator ist jetzt knapp einen Monat her. Ich glaube nicht ganz, oder? Wann war der Elevator zu Ende gewesen? Habe ich das hier irgendwie mal vermerkt? Catching Guild Rewards and Legendary. Ja, Catching am 16. März. Also das ist jetzt wirklich so knapp einen Monat her. 60 Tage geht ja das Profilbild, das heißt, bis Mitte Mai ist das Profilbild und ab diesem Zeitpunkt theoretisch, ab Mitte Mai oder Ende Mai, könnte ich mir vorstellen, ist dann wieder Elevator. Dann würde der nämlich auf jeden Fall vor dem Geburtstagsevent der Legendary Dungeon dann enden können. Und das ist so das, was ich mir denken kann. Und bis dahin können wir natürlich schon ein gutes Level erreichen. Also bis dahin Level 300, denke ich, ist machbar, wenn ich so recht habe. Das wären ja 1,5 Monate. Man muss ja nur die Dungeons an der richtigen Stelle platzieren. Das sage ich jetzt so. Ne? Am Ende sieht es dann anders aus. Wir wissen es ja nicht bei mir. Ne? Aber man hat hier nicht den Druck. Ich werde sicherlich versuchen zu schauen, wie auch die anderen Leute in der Gilde spielen und werde vielleicht gucken, dass ich nicht unbedingt letzter Platz bin. Ne? Also so letzter Platz will ich irgendwie immer nicht sein. Also tendenziell wenigstens vorletzter wäre gut. Aber wenn die jetzt alle hier krass reinpilzen, dann wird es natürlich auch schwierig, nicht letzter zu sein. Aber also ich freue mich dann schon mal mega, wenn es jetzt hier losgeht und ich freue mich mega darauf, wenn dann der erste Elevator kommt, weil das ist dann so Kernpunkt. Dann wird man sehen, wo man steht und dann wird man auch sehen, wie die Leute das Ergebnis und wie sie sich da reinhängen, wie das Ergebnis dann aussieht, was die Leute von dem Ergebnis halten und ich hoffe, dass alle bis dahin weiterhin aktiv sind. Einer hat jetzt mittlerweile, von dem ich weiß, also er war angemeldet, er durfte mitspielen, hat jetzt doch gesagt, er schafft's nicht, aber die Warteliste ist halt dann doch schon ein bisschen länger anscheinend. Da ist schnell jemand reingerutscht. Also das lässt mich hoffen, dass hier wirklich... Das ist auch das Geile. Ne? Auf dem neuen Server, wenn dann eine andere Gilde, ne, wenn dann Spieler eine andere Gilde joinen, ist es scheiße. Da fühlt man sich doof. Da fühlt man sich irgendwie, dass das nie so ernst genommen wird. Aber was kann denn hier passieren? Also hier wird kein Spieler eine andere Gilde höchstwahrscheinlich joinen. Es geht ja nur um diese eine Gilde und ein paar Leute fangen ja auch an, das heißt Nachschub schafft man wahrscheinlich auch relativ schnell. Also das sind so Faktoren, die ich richtig nice finde in diesem Projekt und ja, ich deshalb da sehr gerne mitmache. Und ja, im Prinzip ab 0 Uhr geht's heute los, das ist auch so ein Ding. Ich habe so überlegt, ist ja Karfreitag und man muss ja auch auf die Emma abends aufpassen, dann ist man auch mal bei der Familie zu Ostern, aber ich kann ja Freitag ab 0 Uhr spielen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt, nachdem ich das Video aufgenommen habe, dann heute schon nach 0 Uhr gleich anfangen, ein bisschen was zu machen. Weil es lohnt sich zumindest. Zumindest ein bisschen anzufangen. Man muss ja dann auch wieder SA machen und so. Ja, das wird wieder sehr geil werden. Aber so viel dazu, so viel zum Plan. Das Video kam jetzt relativ spät. Und wie gesagt, auch ein Giveaway bei mir jetzt über Ostern drin. Das ist aber verknüpft mit einer lustigen Geschichte. Und jemand, der aktiv meine Videos jetzt zuletzt auch verfolgt hat, der weiß sogar vielleicht schon, worum es da geht. Deshalb würde ich jetzt sagen, haut auf jeden Fall rein, macht das Tschüss. Vorträglich schon mal schöne Ostern. Euer Basti. Ciao.